Hallo, hier ist der Björn. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr habt wahrscheinlich mein letztes Video gesehen mit den Gummibärchen und es gibt sowas Leckeres auch von Katjes. Das sind diese Joghurt-Gummibärchen, heißen sie so? Ich weiß es nicht, Joghurt, Katzenpfoten, wie auch immer. Da gibt es ganz viele verschiedene Variationen von. Und auch das kann man zuckerfrei machen und auch das hat nur jetzt um die 80 Kalorien auf 100 Gramm. Was man dafür braucht, das seht ihr jetzt. Wenn ihr das Gummibärchen-Video kennt, dann kommen euch viele Zutaten schon bekannt vor. Wir haben hier wieder die Gummibärchenform, wie das letzte Mal. Da könnt ihr aber auch Pralinen vornehmen oder Sandkastenschalen, wenn sie sich nicht in der Hitze verschmelzen. Was jetzt anders ist, das Wasser wurde jetzt reduziert auf 100 Milliliter. Und wir haben jetzt Joghurt dabei, denn wir wollen ja Joghurt-Drops. Das sind 150 Gramm, 0,1% Fettjoghurt Natur, halt ohne Zucker, ohne alles. Dann haben wir wieder die Gelatine. Ich habe grüne Speisefarbe dabei, denn ich möchte diesmal ein bisschen was Farbiges haben. Als Tee nehme ich diesmal Apfel Zitrone. Es ist jetzt die Weihnachtszeit und ich hatte einfach Lust auf was Weihnachtliches, aber Joghurtgums mit Zimt oder sowas. In den meisten Weihnachtstees ist Zimt drin, das stelle ich mir nicht so geil vor. Zusätzlich noch 3 bis 4 Löffel Erythrit. Wenn ihr Erythrit nicht mögt, ihr könnt auch einen anderen Süßstoff nehmen, da müsst ihr aber die Mengen für euch ausprobieren. Das kann ich euch jetzt nicht sagen, da ich es nur mit Erythrit getestet habe. Wie bei den Gummibärchen haben wir das Wasser jetzt einfach in einem Topf. Den schalten wir natürlich ein. Das Wasser zum Kochen bringen. Wenn das Wasser gekocht hat, einfach die 4 Beutel einlegen, 5 bis 6 Minuten. Ich habe die jetzt mal ausgepackt und dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Bei so wenig Wasser ist es natürlich von Vorteil, entweder ein dünneres Kochgefäß zu nehmen oder halt am Ende den Topf ein bisschen schräg zu halten. Einfach damit die Teebeutel auch wirklich ihren Geschmack ans Wasser abgeben. Ich bin natürlich gespannt, weil es jetzt wieder rot ist. Ich kippe dann trotzdem gleich mal die grüne Farbe mit rein und schaue mal, welche lustige Farbe dann rauskommt am Ende. Ja, Tee ist fertig. Ich habe die Beutel noch wieder ausgewrungen. Da haben wir es. Ich habe jetzt hier schon alles liegen, das Erythrit, den Joghurt und die Farbe. Da muss ich aber noch ein paar Tropfen reinmachen. Aber erstmal kommt natürlich jetzt die Gelatine und da muss ich gleich losrühren wie ein Wilder. Da es natürlich jetzt super wenig Wasser ist, schaut natürlich richtig lecker aus. Erinnert so ein bisschen an Rhabarber. Der ist von der Farbe auch immer so. Ich bin mal gespannt, ob ich da einen guten Geschmack gewählt habe. Ob das dann nachher auch so schmeckt. So, jetzt kommt der Zucker dazu. Jetzt die Lebensmittelfarbe. Ich probiere hier 3 Tröpfchen reinzumachen. 3, oh. Ja, 5 ist das neue 3. Ja, es bleibt eine dunkle Brühe. Okay, jetzt muss ich es kurz aufkochen. Und sobald es wirklich kocht, sofort runternehmen und den Joghurt dazugeben. So, es kocht jetzt. Ich gebe jetzt schnell den Joghurt rein, denn jetzt heißt es wirklich schnell sein, dass das alles miteinander reagiert. So, ich habe Gott sei Dank hier noch so einen Kuchenschieber. Dann kann man den Rest schön aus der Schüssel rausholen. Das geht immer besser als mit einem Löffel. Ja, jetzt sieht es aus, ein schönes Aschenbechergrau. Ich hoffe, es schmeckt einfach auch besser. Ich habe jetzt noch einen ordentlichen Schluck Farbe reingekippt. Also es schaut aus wie die Teller, das ist auf jeden Fall schön. Jetzt einfach wie das letzte Mal wieder aufgießen. Da es flüssig ist, verteilt es sich auch schön. Und dann mit dem Kuchenschaber, oder wie auch immer es heißt, Teigschaber, keine Ahnung, verteilen. Wie beim letzten Mal einfach wieder in den Kühlschrank geben. Diesmal hatte ich nur noch normale Gelatine bzw. das Pulver reinstellen, 4-5 Stunden lang kühlen lassen und dann fertig. Die Gummibärchen sind fertig. Ich werde jetzt mal rausfriemeln. Das ist halt ein bisschen anders als eben mit der Agar-Agar-Masse. So schauen sie dann aus. Ich werde jetzt mal ein paar auspacken und dann kommt der beste Part, das Probieren. Ja, die kleinen Joghurtbärchen sind jetzt fertig. Von der Konsistenz her durch die Gelatine wieder sehr wabbelig. So sehen sie dann aus. Aber jetzt kommt das Wichtigste, das Probieren. Ich bin mal gespannt, wie sie schmecken. Also der Joghurtgeschmack kommt am Ende durch, auf jeden Fall. Ist überhaupt nicht zu vergleichen mit den Katjes.
Gummibärchen oder was auch immer Katjes da hat, diese Schweinezungen oder ich weiß nicht, was das da ist. Also es ist nicht mit den Katjes Joghurtgums zu vergleichen. Es kommt zwar ein Joghurtgeschmack am Ende, aber dadurch, dass man nicht 100 Gramm Zucker auf 100 Gramm Joghurt hat, schmeckt es natürlich anders. Man kann es auf jeden Fall essen. Es ist die super gesunde alternative Variante, aber es schmeckt nicht genau gleich. Wenn ihr das Rezept dazu haben wollt, das findet ihr auch auf meinem Blog. Das verlinke ich euch gerne in der Beschreibung. Vielen lieben Dank fürs Einschalten, viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Ciao!